Wie geil fändet ihr es, wenn Fly Universe es einführen würde, dass man auf allen Pets reiten kann? Also wie so WoW-Style-mäßig. Einfach, keine Ahnung, drückst Taste, was es nicht belegt. Keine Ahnung, Taste Ö oder so ein Scheiß. Oder random kannst du belegen, wie du willst. Und springst dann einfach auf dein Tier auf und kannst dann damit rumreiten. Bist natürlich langsamer als mit einem Fluggerät. Und kann obviously nicht fliegen. Also auch ein Hippogriff könnte natürlich nicht fliegen. Der wird halt einfach nur über den Boden gleiten. Wie ein Psykeeper so ungefähr. Und du könntest dann aber vielleicht auch sogar kämpfen davon. Also du könntest auch kämpfen, aber vielleicht irgendwie mit ein bisschen Einschränkungen, dass du nicht alle Skills benutzen kannst. Zum Beispiel sowas wie Blinkpool wird wahrscheinlich nicht gehen oder so. Aber dass du so grundsätzlich zumindest auch kämpfen kannst. Bist halt schneller, als wenn du läufst. Irgendwie so. Keine Ahnung. Wäre schon irgendwie cool, ne? So zum Shoppen oder so. Reitest auf deinem Hippogriff, wenn du durch die Shops ziehst. Auch für Screenshots wäre es geil. Screenshot Nation. Wäre schon sick. Direkt meine Suggestion machen. Und mit 500 Bot-Accounts liken. Kappa. Unnötig, knackt G. Also jetzt schlägt's aber 13. Was soll das denn heißen? Gebäude mit den Ruinen draufgehen? Das ist so ein Runenportal, meine ich. Hey, level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Level up, baby. Oh, ich hatte 555 Int. Jetzt 557. Verstehe das Video zum neuen Event nicht. Sehe nichts, was an einem 1,05 Drop-Event kritisieren könnte bei Drop-Chancen von 0,001. Hast recht, mein Fehler, Soundwave. Ich lösche das Video gleich wieder. Tut mir leid, mein Fehler. Verstehe ich auch nicht, was man dann zweimal PD8 als letzte Belohnung kritisieren könnte. Ja, du scheinst vieles nicht zu verstehen. Sir. Scheint ein grundlegendes Kommunikationsproblem mit dir zu geben. Weil irgendwie verstehst du gar nichts. Kappa. Was halt auch noch eine Hoffnung wäre, ist, dass die Second Anniversary Events oder Belohnungen oder was auch immer es geben wird, dass die so heftig reinknallen, dass wir das einfach wieder vergessen. Dass sie uns den Battle Pass zerstört haben. Das wäre halt noch so der Copium. Das wäre noch Copium. Das Second Anniversary so heftig reinknallt. Aber ganz ehrlich, not happening. Ganz ehrlich, not happening. No. No. That's a big no-no. Alter, du willst mich verarschen. Ich hatte einfach den übelsten Portbug. Junge. Ich stand einfach... Alter, das ist doch wohl ein fucking Joke. Ich war nicht mal in der Nähe von diesem Piss Giant, Alter. Junge, dieses Game. Es ist so ein Joke. Replay! Nein, ich replay es nicht. Ihr habt alle gesehen, was passiert ist. Wie viele Channel gab es beim letzten FEC eigentlich? War es schlimm mit dem Ping? Nö, Ping war gut. Channel, glaube ich, 5. Was viel zu wenig war. Hätten mindestens 7 oder 8 gebraucht. Also bei Mammuts Leveln war eine einzige Katastrophe. Du bist zu Mammuts gegangen und da war einfach jeden Tag 3. Weltkrieg. 5 Knights, 3 Elementoren, 4 Psykeepers, 7 Blades, 3 Ranger, 8 Ringmaster. Granate hier drüben! Geht in den Schutzbunker! Das war FEC-Server. Jeden Tag. Hat Spaß gemacht. War eine coole Zeit. Das ist der absolute Klassiker, finde ich, bei Flav. Man will zwar, dass viele Leute spielen, also grundsätzlich, aber man will nicht, dass sie bei dir, also du willst nicht, dass sie bei dir sind. Du willst, dass sie spielen,
Aber sie sollen sich gefälligst verpissen von deinem Level-Spot. Absoluter Klassiker. Aber ja, genauso wie Knocke es gesagt hat. Wenn ihr halt der Höchste seid oder einer der Höchsten und dann müsst ihr halt wirklich auf der Welle einfach mitschwimmen. Dann müsst ihr einfach auf der Welle oben mitschwimmen. Das lohnt sich so extrem. Da kann man auch mal wirklich, sage ich mal, eine Woche lang einfach mal scheißen auf Real Life und so. Weil es sich einfach so sehr lohnt. Ich meine, man muss es halt wirklich so sehen. Ich meine, man muss es halt wie eine Investition eigentlich sehen. Ich meine, klar, man sollte jetzt nicht alles vernachlässigen oder nur spielen oder so. Ich meine, das jetzt nicht. Aber keine Ahnung, wenn du halt an dem Tag 6 Stunden Freizeit hast, dann soll... 6 Stunden wäre ehrlich gesagt fast ein bisschen wenig. Da wirst du ganz sicherlich einer der Höchsten sein bei 6 Stunden. Aber du solltest wirklich jede freie Minute, die du hast, die du dir leisten kannst, wirklich zocken beim Serverstart. Weil es ist halt doppelt und dreifach rentiert. Und wie gesagt, ich meine, das Äquivalent von hunderten Euro. Vor allem, dann kann man endlich mal sagen, den ganzen Leuten, die mal sagen, ja, cash doch einfach. So, ja, ich habe aber keine Lust, 20 Stunden zu spielen, dann cash ich halt einfach 500 Euro, ist mir egal. So ungefähr. Da arbeite ich einfach 10 Stunden, da habe ich die 500 Euro wieder drin. Ihr kennt ja die Argumente. Aber da ist es tatsächlich ausnahmsweise mal so, dass du tatsächlich in einer Stunde zocken für die Leute, die so... Ich meine, ich rechne da sowieso nicht so. Trotzdem sage ich, der Serverstart lohnt sich extrem. Weil da wird es dann wahrscheinlich sogar sein, unter Umständen. Ich meine, du kannst natürlich nicht kontrollieren, was du droppst und so. Ich meine, ein bisschen Glück und so muss man natürlich trotzdem noch haben, sage ich mal. Oder ein geringes Anfangsinvestment fördert natürlich auch nochmal stark alles natürlich. Aber vom Grundprinzip her kannst du da halt tatsächlich sagen, so viel verdienst du nicht in einer Stunde, wenn du arbeiten gehen würdest, wie du am FEC-Serverstart oder grundsätzlich bei einem Flive-Serverstart mit einfach nur Grinden verdienen kannst. Ja, heißt nicht, dass es auch wirklich passiert. Wie gesagt, man kann nicht die Zukunft vorhersehen. Aber, ja. Also, ich habe geschrieben, sorry Leute, bin ein Flive-Spieler und dann haben sie mich gekündigt. Ich meine, was? Hotelmanager Son, was machen wir denn mit dem Penner im Innenhof, der hier seit 3 Tagen übernachtet? Berechnet ihm einfach 50 Euro pro Nacht. Okay. Haju! Heidi und Norma gehören demselben Dude, die zahlen dasselbe. 14,50 bis 19 die Stunde. Aber 14,50 bis 19 ist eine ganz schön große Range. Bei uns ist Norma Mindestlohn und Heidi zahlt 15 Euro. Aber gehört Heidi nicht so einer Stiftung oder so ein Scheiß? Die Heidi-Brüder sind doch gestorben, oder? Und dann, ich dachte, das ist jetzt alles eine Stiftung oder irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Gibt es nicht die Heidi-Brüder-Stiftung oder so ein Müll? Keine Ahnung. Stiftung Warentest. So lache ich, wenn was richtig lustig ist. So lache ich nur bei echten Schenkelklopfern.